Jetzt mache ich noch mal ein neues Video, weil mir gerade so ein paar Gedanken kommen, die ich auch als Video gestalten möchte. Die erste Message ist: Gib nicht auf, auch wenn die Nachrichten nicht so toll sind oder einen so sehr zum Glück leiten. Bei mir ist es so, ich vertraue auf das, was wir Gott nennen, auf das Göttliche. Darauf vertraue ich ganz und gar. Bislang, ich bin jetzt 72, egal was mir das Leben gebracht hat, vertraue ich darauf, weil ich daran glaube, dass es höher ist als wir. Und jetzt wollte ich eigentlich gerne etwas sagen. Also ich vertraue auch auf Jesus Christus. Das sage ich jetzt mal. Obwohl ich gleichzeitig etwas sagen muss, deshalb kam mir der Gedanke, ich mache jetzt ein Video. Deshalb, weil ich auch sage, Jesus hat nie den Anspruch erhoben, dass er Gott ist. Deshalb glaube ich auch nicht, dass Jesus Gott ist, sondern Jesus sagt ja, nur durch mich kommt ihr zum Vater. Den Vater, damit meint er Gott im Himmel. Den himmlischen Vater nennt er ihn auch. Und er sagt auch in einer ganz wichtigen Angelegenheit, nämlich seiner Kreuzigung und dem Wissen, dass er gekreuzigt wird, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Mit diesem dein Wille geschehe spricht er den an, den er als seinen göttlichen Vater bezeichnet, als seinen Vater. Und deshalb kann ich nicht den Menschen Recht geben, die sagen, Jesus Christus ist Gott. Jesus Christus ist nicht Gott. Jetzt kommen wahrscheinlich so manche oder viele und die sagen, dass ich der Antichrist bin, weil ich gegen Jesus bin. Ich bin aber nicht gegen Jesus, ich bin nur gegen die Fehlbeurteilung oder das Fehlurteil, gegen die immer wieder die Lüge in die Welt setzen, dass Jesus Gott ist. Nirgendwo in der Bibel erhebt er den Anspruch. Und da kann ich nur sagen, Leute, wacht mal auf und lest nochmal die Bibel gründlich. Und was bedeutet es, wenn ich zu jemandem spreche? Wenn ich jetzt zum Himmel schaue und ich spreche zu jemandem und sage, Vater, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Da spreche ich nicht zu einem Gespenst und ich spreche auch nicht zu irgendetwas, das völlig unbedeutsam ist, denn dann würde ich es nicht als Vater ansprechen und ich würde es auch nicht darum bitten, dass es mir einen Gefallen tut, weil es mehr Kraft hat als ich. Und das ist es, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen jetzt mal eine richtige Power in dieser Welt. Und Schluss mit all dem Stumpfsinn, mit all den Irrwegen. Und da sage ich als Christ, versucht mal den Weg von Jesus Christus zu gehen und nachzuempfinden, was hat er wohl empfunden, als er dieses oder jenes getan hat oder gesagt hat. Was mag in ihm vorgegangen sein? Und da muss man sich damit beschäftigen. Dann, man muss es lesen. Was steht geschrieben über ihn? Und das wollte ich jetzt sagen, dass das sehr wichtig ist und dass ich daran glaube und deshalb bin ich immer noch so, wie ich bin. Manche werden vielleicht sagen, was redet der Typ da so langsam oder so komisch hin und her. Den sage ich, Leute, bei mir ist es ganz einfach so, ich leide unter Epilepsie und nehme jeden Tag Medikamente und ich nehme auch noch Medikamente wegen Herzinfarkt und wegen noch anderer Sachen. Das heißt, ich habe einen ganz schönen Mischmasch an Medikamenten und die beeinflussen
auch meinen Geist. Sie verlangsamen mich sozusagen in dem Denken, dass ich manchmal so eine Denkpause habe oder werde langsamer in dem Sprechen. Also was ich sagen will, gib nicht auf, glaube daran, dass es einen Gott gibt, dass es Gott gibt und vertraue darauf, wenn ich sage, Gott ist nicht Jesus. Vertraue darauf, dass ich, wenn ich das sage, deswegen nicht der Teufel bin, der Widersacher, der Antichrist. Das bin ich nicht. Das, was wir Teufel nennen, ist etwas ganz anderes, etwas völlig anderes. Damit habe ich nichts zu tun, obwohl es sicherlich sehr viele Menschen gibt, die mich gerne dort in die Ecke drängen wollen oder hineinziehen wollen und mich sozusagen runterziehen wollen in dieses und mir etwas anlasten wollen. Und weil ich sage, Jesus ist nicht Gott, erklären sie mich zum Teufel. Und denen kann ich nur sagen, ihr täuscht euch kolossal. Ihr Leute, lest mal, was Jesus gesagt hat und was er getan hat. Macht euch Gedanken darüber. Und das ist nicht wie ein Comic, den man irgendwo liest. Man kann sich sein ganzes Leben sogar damit beschäftigen, mit ein paar Sätzen oder Passagen, weil einem immer wieder neue Gedanken dazu kommen, die einen animieren, sich noch mehr damit zu beschäftigen. Und auch in sozusagen Widersprüchen oder verschiedenen Ausrichtungen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und auch beurteilt, quasi, weil wir sind ja auch Wesen, die etwas beurteilen und die auch die Fähigkeit haben oder sie suchen, dass wir sagen, das ist okay, das ist nicht okay, oder auch diesen Punkt von richtig und falsch. Ja, das wollte ich jetzt gerne sagen, jetzt schnell. Und ich habe jetzt ein Pullover an, was ich nur sehr selten habe, sage ich auch den Kritikern. Das liegt daran, dass ich mich hier in meiner Küche befinde, in einem alten, nicht renovierten Haus. Und es ist etwas kalt, um nur im T-Shirt herumzulaufen, obwohl ich hier einen Ofen habe. Aber deshalb habe ich diesen Pullover an. Ich sage euch viele Grüße hier aus dem Schwarzwald und gebt nicht auf und vertraut darauf, da ist das Göttliche. Und beschäftigt euch auch mit der Bibel und lest sie. Und jetzt sage ich Tschüss und ich sage auch Shalom.